Hallo meine Lieben, heute das Video ein bisschen später. Das liegt ganz einfach daran, dass mit der Vorbereitung der Laservideos und dem Workshop, der gestern war, und der Vorbereitung auch schon auf die Weihnachtsserie hier ganz schön viel los ist, und deshalb dauert es manchmal auch ein bisschen länger, bis ich eure Fragen beantworte. Habt da bitte ein bisschen Nachsicht mit mir. Ich werde sie beantworten, dauert halt einfach ein bisschen. Und an der Stelle auch ein ganz, ganz herzliches Dankeschön an alle, die gestern am Workshop mit dabei waren. Hat wirklich super Spaß gemacht und ich hoffe natürlich, dass wir sowas bald auch wieder machen. Auf meinem Kanal hat es ja schon ein bisschen Tradition, dass wir im November jeweils auch uns eine Idee für den Adventskalender angucken, und genau das machen wir heute. Es wird ein Kalender aus Filz, wo wir Stoff drauf nähen, und ich werde den auch sublimieren. Jetzt ist es natürlich auch so, wenn ihr keinen Sublimationsdrucker habt und Sublimation für euch einfach nicht ein spannendes Thema ist, könnt ihr das natürlich trotzdem machen und da einfach einen schon bedruckten Stoff nehmen, ne? Das geht auch. Jetzt, bevor wir aber ins Video reingehen, habe ich noch zwei Sachen für euch. Einerseits ist es ein weiterer Workshop und diesmal nicht in der Schweiz, sondern der wird in Berlin sein. Ich bin am 9. Dezember bei Cricut in der Mall of Berlin und gebe da zwei Workshops. Ich werde euch die Infos und die Links zum Event werde ich euch unten in die Beschreibung des Videos reinmachen und hoffe natürlich, dass ich einige von euch da auch antreffe. Das zweite, da geht es um Fragen, die ich immer wieder von euch bekomme, und zwar um die Tools, die ich verwende in meinem Video, was das ist, und auch, wo ich die Sachen kaufen kann. Ich habe wirklich in jedem Video bei mir in der Beschreibung unten, ich zeige euch kurz, wo das ist, da könnt ihr auf das Video drauf gehen und dann habt ihr hier immer dieses Mehr, da könnt ihr draufklicken und dann seht ihr auch die Beschreibung des Videos. Und genau darin seht ihr die Links und dann auch in Textform, ne, was zum Beispiel welcher Plotter das ist oder welche Folie das ist. Und dann könnt ihr ganz einfach auf den Link draufklicken und dann diesen Text, ne, zum Beispiel Cricut Maker, ins Suchfeld eingeben. Und so findet ihr das Produkt dann wunderbar auch auf der Webseite. Was vielen auch nicht bewusst ist, das habe ich auch aufgrund der Fragen, die ihr mir gestellt habt, gemerkt, ist, dass das Affiliate-Links sind. Das heißt, wenn ihr auf die Webseite über eben diesen Link geht, dann wird quasi mein Name vorgemerkt auf der Webseite, und wenn ihr da was kauft, dann bekomme ich eine kleine Marge, ohne dass euch das mehr kostet. Ihr bezahlt da den Originalpreis. Und das ist tatsächlich auch eine Möglichkeit, wie ihr meinen Kanal unterstützen könnt, ohne dass euch das was kostet, ne? Einfach mal hier der Hinweis. So, jetzt habe ich aber genug gequasselt und wir gehen rein ins Video zum Adventskalender. Kommen wir zuerst zum Design. Ich gucke mir jeweils das auf meinem PC an, wie ich das gestalten will, damit ich dann auch weiß, wie groß mein Stoff sein muss und ja, dass ich einfach so eine Ahnung habe, was ich genau machen will. Und hier habe ich zuerst geguckt, will ich es in dieser Orientierung, also Landscape, oder will ich es in der Portrait-Orientierung, weil ich habe ein quasi vorgegebenes Stück Filz, ne? Das rote, und da wollte ich einfach gucken, ne, will ich es eben Landscape oder will ich es Portrait, also breit oder hoch. Und ich habe mich dann entschieden, ich will das hoch haben, und dann habe ich auch so ein bisschen geguckt, welche Bilder ich haben will, da komme ich nachher noch dazu, und habe hier auch schon ein bisschen die Ziffern dann in den entsprechenden Farben verteilt. Ich bereite sowas jeweils im PowerPoint vor, da verwendet ihr einfach das Programm, wie ihr das gerne macht, ne? Und als ich dann wusste, wie das aussehen soll, habe ich mir die Maße angeguckt. Ich wusste, dass ich hier oben 3 cm Platz lassen will, also eine Lücke quasi von 3 cm. Ich wusste, dass ich einen Schriftzug machen will, der 10 cm hoch sein wird. Dann hier wieder 3 cm Lücke. Und von unten hatte ich zuerst gedacht 3 cm, aber das hat mir hier so eine ungerade Zahl gegeben, dass ich dann gesagt habe, nee, da mache ich 4 cm. Und
mein ganzes Filz ist 45 cm mal 70 cm. Das heißt, dieses ganze Stück hier ist 70 cm. Und wenn ich davon jetzt eben die 3 cm, die 10 cm, die 3 cm und die 4 cm abziehe, bin ich noch bei 50 cm. Und dann wusste ich, okay, ich habe ja zwischen diesen Taschen habe ich auch noch Lücken. Das sind 2 cm jeweils. Das heißt 2, 4, 6 cm. Also die 50 minus 6 cm sind wir noch bei 44 cm. Ich habe 4 Reihen, das heißt durch 4. Das heißt, meine Taschen werden 11 cm hoch. Ne? So habe ich mir quasi die Höhe definiert. Dasselbe habe ich dann hier oben gemacht. Diese Breite ist 45 cm. Ich wusste, dass ich an den Seiten so ein bisschen Platz lassen will. Ich habe hier 1,5 cm und diese 45 minus 1,5 sind wir noch bei 42 cm. Und dann habe ich die 42 durch 6 gerechnet, weil ich habe, wenn ich ja 4 Reihen mache und ich muss auf 24 kommen, weil wir haben 24 Tage, dann gibt es pro Reihe 6 Taschen. Und so habe ich eben diese 42 durch die 6 gerechnet und dann musste ich, eine Tasche ist 7 cm breit. Ne? So habe ich mir das ausgerechnet. Dann für den Stoff, wie breit der sein muss. Ich will den Stoff nicht direkt, also dass er nicht satt an dem Filz dran ist, hier oben, nur unten und hier so ein bisschen Abstand hat, jeweils an der oberen Kante. Und deshalb habe ich das so gemacht, dass das wird ein Stück Stoff hier, ne? Eine Linie wird ein Stück Stoff. Am Ende jeweils muss ich das zusammennähen. Das heißt, hier habe ich jeweils 1 cm Nahtzugabe. Da sind wir schon bei 2 cm. Dann haben wir 6 Bilder mal 7 cm. Dann sind wir bei 42 plus die 2. Dann haben wir schon 44. Und jetzt ist zwischen diesen Bildern jeweils, muss ich 4 cm dazu rechnen, damit ich die eben so zusammenklappen kann. Und am Ende sind es jeweils 2 cm. Das heißt, ich habe 1 cm Nahtzugabe, dann 2 cm fürs Umklappen, 7 cm für die Tasche, 4 cm, 7 cm, 4 cm, 7 cm, 4 cm, 7 cm, 4, 7, 4, 7. Hier wieder 2 cm plus 1 cm Nahtzugabe. So wusste ich die Länge und die ist für meinen Stoff hier 68 cm. Ne? Und das natürlich 4-mal. Und von der Höhe her wusste ich, dass die Taschen 11 cm hoch sind. Die klappe ich ja um, das heißt, ich brauche den Stoff in der doppelten Länge, dann sind wir schon bei 22 und ich brauche jeweils noch 1 Zentimeter, um das hinten dann festzunähen, also sind wir bei 24 cm. Somit sind diese 4 Stücke hier 68 cm mal 24 cm. Dann habe ich noch Flieseline zurechtgeschnitten, weil ich will die Bilder hinterlegen, damit es da ein bisschen fester ist. Und deshalb ist die Flieseline gleich groß wie die einzelnen, die Vorderteile der Taschen. Da hatten wir 7 cm mal 11 cm und genauso habe ich die Flieseline zurechtgeschnitten, das 24 mal. Und es ist eine 320er S Flieseline. Und das war eigentlich auch schon alles, was ich wissen musste. Jetzt noch kurz zu den Bildern. Ich habe die Bilder von Freepik und das waren keine Einzelbilder, sondern das sind verschiedene Sammlungen, die ich verwendet habe, die denselben Stil haben, damit das alles auch wieder zusammenpasst. Jetzt, wenn ihr bei Freepik Dateien runterladet, dann habt ihr einen ZIP-Ordner und wenn ihr den öffnet, dann ist da drin ein JPEG-Bild und ein EPS-Bild. Ein EPS heißt, ich kann das nur mit Photoshop oder mit Adobe Illustrator bearbeiten. Wenn ich das nicht habe, dann bleibt nur noch das JPEG-Bild. Und das JPEG-Bild sieht dann so aus, dass ich halt einfach die Gnome hier als Beispiel alle zusammen habe. Ich habe euch schon mal gezeigt, wie ihr mit Canva oder mit PowerPoint die dann auch ausschneiden könnt und so das als Einzelbild verwenden könnt.
Ich selber arbeite mit Adobe Illustrator und deshalb habe ich die Bilder noch ein bisschen bearbeitet. Ich habe einfach geguckt, wie groß dieser schwarze Rahmen hier, das ist, wie groß ich den Ausdruck haben will, und hier der kleine Rahmen sind die 7×11 cm, damit ich wusste, wo und wie ich mein Motiv platzieren muss. Und was ich mit den einzelnen Motiven gemacht habe, ich habe hier noch so einen Halbkreis dahinter gemacht. Ich habe dem Ganzen noch einen Schatten gegeben, damit es nicht aussieht, als ob es in der Luft hängt, und noch so einen Schneeregen ringsherum. Und so habe ich jedes dieser einzelnen Bilder exportiert als PNG-Bild. Und dann habe ich jeweils 2 Bilder auf ein A4-Blatt ausgedruckt mit einem Sawgrass-Drucker. Hat super funktioniert. Und dann habe ich die ganz einfach zurechtgeschnitten, das heißt hier unten an der hellblauen Kante und dann auch hier entlang an den Seiten, und dann habe ich einfach geguckt, dass es 12 cm hoch ist, so dass wirklich alle meine Bilder gleich groß waren, weil das hat mir dann geholfen beim Platzieren auf dem Stoff. Ich habe euch jetzt einfach gesagt, wie ich das gemacht habe, aber ihr müsst ja eben nicht diese Bilder nehmen, ne? Ihr könnt wunderbar auch irgendein anderes Bild nehmen und das dann einfach auf diese 7×11 cm Taschen drauf machen. Ihr müsst auch nicht dieselben Maße nehmen wie ich, ne? Deshalb habe ich euch auch gezeigt, wie ich es berechnet habe. Wenn ihr ein größeres Filz habt, dann könnt ihr natürlich auch größer gehen, ne? Einfach so, wie ich euch das gezeigt habe vom Berechnen her. Ich habe auch schon ein bisschen vorgearbeitet, damit es heute ein bisschen schneller geht. Und zwar habe ich den Stoff, den ich zugeschnitten habe, da habe ich eben die Bilder, die ich drauf sublimieren will, und das ist ein 100% Polyesterstoff. Das hatte ich euch in einem Video, das verlinke ich euch hier oben, wo ich euch gezeigt habe, dass ich eben bei Butinet Stoff bestellt habe, den ich sublimieren kann, weil er 100% Polyester ist und weiß ist, und den habe ich hier verwendet. Dann habe ich eben die Bilder drauf geklebt. Ich habe hier am Anfang 1 cm für die Nahtzugabe, weil wir nähen ja wir klappen das ja zusammen und nähen das zusammen, und deshalb brauche ich hier 1 cm Nahtzugabe, und dann habe ich hier immer so einen halben Zentimeter Lücke dazwischen gehabt und auf der anderen Seite logischerweise auch wieder 1 cm Nahtzugabe, und so habe ich das ganz einfach gepresst. Und ich fand es super praktisch. Ich habe tatsächlich dieses Presskissen, was ich von den Artespris Stempelfarben habe, verwendet, weil das ist super, weil es nicht so nachgibt. Und bei mir war es von mir jetzt gerade perfekt, weil es die richtige Größe hat, damit ich immer 2 Bilder miteinander pressen konnte. Das heißt, das, was ich nicht pressen wollte, das hing hier über den Rand, und da bin ich mit der Hitzepresse auch nicht drauf, sondern ich habe einfach mal die beiden gepresst bei 200 Grad für 60 Sekunden. Dann habe ich das weggenommen, das Papier, und das Ganze rübergeschoben und dann die nächsten 2 hier drauf gelegt und die gepresst. Und so komme ich eigentlich relativ schnell vorwärts und konnte so die 24 Bilder mit 12-mal Pressen eigentlich auf den Stoff bringen. Und ich bringe meinen Filz hier gar nicht ganz auf das Bild drauf, aber eben das ist dieser 70×45 cm Filz, den ich hier habe, in einem schönen Bordeaux. Und eben, ich habe hier meine Streifen mit den Bildern. Hat wirklich super funktioniert zum Sublimieren. Und das ist eben, so ist der ganze Stoff. Und ich habe das hier eben unten orientiert, weil wir klappen den eben nachher zusammen. Und was ich auch schon gemacht habe, ist auf der Rückseite die Flieseline aufzubringen. Auch eben immer mit demselben Abstand, weil die Flieserlinie ist ja 11 cm x 4 cm, und so habe ich das wirklich immer schön quasi in die Mitte des Bildes gebracht. Vielleicht seht ihr dadurch, ich sehe hier, wo der grüne Kreis jeweils aufhört, und ich habe das einfach in die Mitte gelegt und so aufgebracht, und das habe ich auch schon bei allen 4 Streifen gemacht. So dass ich hier meine Streifen schon parat habe, aber das war ja quasi nur der Anfang, ne? Wir müssen damit noch ein bisschen arbeiten. Und was ich ganz vergessen habe zu sagen, für diejenigen, die jetzt eben nicht selber sublimieren wollen, sondern einen bedruckten Stoff nehmen, könnt ihr halt einfach in derselben Größe den Stoff nehmen
Und wenn ihr ein Motiv habt, was eine Orientierung hat, ne? Wenn ich zum Beispiel Gnome habe und wenn ich das dann quasi falte, dann stehen die ja innen drinne auf dem Kopf und das mag ich persönlich selber nicht so. Und da würde ich es machen, dass ihr die 12 cm, die es braucht, plus 1 cm Nahtzugabe, ihr einfach 2 Stücke zurecht schneidet, die dann rechts aufeinander legt und bei euch wäre jetzt diese Naht hier oben offen, dann würdet ihr das hier einfach einmal zusammennähen und dann wieder umklappen und dann hättet ihr eigentlich dasselbe, nur dass ihr hier eine Naht habt, wo ihr die 2 Stoffe zusammen gemacht habt. Ich hoffe, ich habe es nicht zu kompliziert erklärt. Genau, und wir machen jetzt mit diesen Stücken hier weiter und zwar müssen wir die Seiten hier zusammennähen. Das heißt, ich bringe die hier schön aufeinander. Ich muss hier kurz das Filz wegnehmen, das funktioniert nicht so super. Brauchen wir ja jetzt im Moment nicht. Das heißt, ich lege hier den Stoff schön aufeinander. Und das natürlich bei allen und auf beiden Seiten. So, und so näht ihr die eben ab. Ne? Ihr beginnt hier, also 1 cm Nahtzugabe, beginnt verriegelt, runternähen, verriegeln und das auf beiden Seiten und das bei allen 4 Stücken. Und dann könnt ihr das auch schon wenden und einmal schön bügeln, damit ihr hier oben dann eine schöne Kante habt. So, der Stoff war jetzt, was das Bügeln angeht, nur bedingt kooperativ. Von dem her habe ich das jetzt mal ein bisschen festgesteckt. Aber wir haben jetzt hier auf beiden Seiten einen schönen Abschluss. Und was wir jetzt machen, ist einmal die Oberkante, ne, hier oben entlang, knappkantig von links nach rechts rüber nähen und am Anfang und am Ende verriegeln. Und dann unten macht ihr dasselbe, aber da Nähfüßchenbreite und das eben auch wieder bei allen 4 Teilen. Hey, I heard you want to leave this place where we grew up. This old town, just put it all behind. Remember you and I would always find somewhere to hide when we were kids, so we could see and hear the water run. The river's gonna cry when you're gone. Where will you go? Won't you miss the ones you know? I'll be here, hanging on, waiting for your call. Seems like time. Und wenn ihr das gemacht habt, dann sollten eben jetzt überall oben die Kanten abgenäht sein und unten sollten die abgenäht sein, so dass wir jetzt schön ein Stück haben. Und wenn wir uns das jetzt angucken, sagt ihr vielleicht, ne, aber das ist jetzt größer als meine Breite von meinem Filz, ne? Also wie soll denn das jetzt passen? Das ist eben, weil wir ja Taschen machen und das heißt, jetzt kommt der knifflige Teil. Was wir machen, ist, dass hier, also hier haben wir die Flieseline. Das heißt, dieser Teil ab hier ist Tasche. Und jetzt müssen wir den nehmen, rüberklappen, den nehmen, rüberklappen, so dass sich das hier oben trifft. Und ich mache das oben einfach so mit Clips fest. Es geht mehr darum, dass es mir dann unten auch einfacher geht, das entsprechend umzuklappen, wenn ich das hier oben auch mache. Aber hier oben werden wir es nicht zunähen, ne? Das ist nur für die Befestigung. Und dasselbe muss ich jetzt eben unten auch machen, ne? Das heißt, ich klappe das entlang der Kante von der Flieseline hier, klappe ich das 1 cm rein und dasselbe auch auf der anderen Seite. Da klappe ich das auch 1 cm rein. Und so mache ich auch das fest.
So. Und das macht die jetzt wirklich mit jedem, weil was wir nachher machen, ist hier unten einfach einmal drüber zu nähen, damit das hier fest sitzt und nicht wieder aufgeht. Na? Damit das hier wirklich schön liegen bleibt. Oben spielt es keine Rolle, aber unten. Und wenn wir die dann alle gemacht haben, sollte das Teil dann gleich breit sein wie hier. Ich mache kurz die mittleren Teile und dann gehe ich rüber zu den äußeren Teilen, weil die sind ein bisschen anders. So, jetzt habe ich mal die inneren Teile und beim äußeren ist es so, dass ihr das auch an der Kante des Bildes einmal reinklappt und dann rausklappt. Das wird relativ eine enge Sache, je nachdem, wie gut man da gemessen hat, ne? War bei mir anscheinend jetzt nicht so super, aber ich versuche es. Also, dass ihr auch hier dieses nach hinten klappen und dann wieder nach vorne klappen auch habt. Ne, auf beiden Seiten. Und dasselbe hier. Rein, rausklappen. Und wenn wir das jetzt drauflegen, ne, ist das durchaus kürzer geworden und passt dann auch eben auf die 45 cm Seite. Was ihr jetzt macht, ist, dass ihr das einmal festnäht, dass die nicht wieder aufgehen. Und es geht einfach darum, dass ich hier diese Falte, dass die beibehalten bleibt. Von dem her werde ich hier anfangen, hier drüber nähen, einmal zurück und das mache ich eben an jeder Stelle, wo ich das so eingeklappt habe und das auch mit jedem einzelnen Teil hier. Ne? Und dann können wir eigentlich schon rangehen und das dann an den Filz befestigen. Hoping you would stay, but I've always known you would go and find your own way. I still see when we climbed up in those trees, 12 years old, feel the wind and watch the river run, and the sun would always shine when we sat there. So, und wenn ihr damit durch seid, dann solltet ihr hier jetzt eben diese 4 Streifen haben. Ich habe oben die Klammern noch drin gelassen, geht ein bisschen einfacher jetzt zum Aufbringen. Und unten eben ist diese Linie zusammen genäht, so dass ich hier eben meine Taschen habe. Und es muss auch nicht super schön sein, die Naht hier, weil die verschwindet sowieso. So, jetzt brauchen wir unsere Filzmatte. Und zwar wollte ich ja mein unterstes Element mit einem 4 cm Abstand. Wir werden das aber hier zuerst so aufnähen und deshalb muss ich diesen 1 cm noch dazu nehmen. Deshalb markiere ich mir hier eine Linie bei 5 cm und nicht bei 4. Dann weiß ich, den ersten Streifen muss ich hier anlegen. Dann den nächsten Streifen muss ich nach diesem bei 13 cm machen. Das heißt, ich lege hier den Lineal auf die bereits gezeichnete Linie und das bei 13 cm und mache die nächste Linie. Dann nochmal 13 cm von dieser Linie. Und ich zeichne extra nicht bis ganz an den Rand raus, ne? Weil das geht ja dann auch nicht bis zum Rand raus. Und dann brauchen wir das nochmal bei 13 cm. So, jetzt muss ich kurz spicken, wie meine Reihenfolge war von diesen Panels. Das war
der zuunterst, dann der, dann dieser hier und dann dieser hier. Wunderbar. Okay. So, jetzt, was ihr an der Nähmaschine macht. Sorry, ich habe ein kleines Platzproblem hier. Ihr mittet das hier auf beiden Seiten so aus, dass das hier auf beiden Seiten so der gleiche Abstand zum Rand hat. Und dann legt ihr das hier schön an diese Linie. Ich kann es jetzt nicht festmachen, weil der Filz ist ein 3 mm Filz, das wird nicht funktionieren. Aber ich werde es so hinlegen und durch diese Linie kann ich immer wieder kontrollieren, dass ich auch richtig nähe. Und dasselbe mache ich dann beim nächsten. Das heißt auch das wieder ausmitten und diesmal lege ich die Kante hier hin und so weiter und so fort. Und das habe ich gar nicht gesagt, ne? Was ihr näht ist hier, also das liegt jetzt hier auf der Linie drauf und hier ab Kante näht ihr 1 cm. Ne? Also 1 cm Nahtzugabe. Das heißt, ihr fangt hier an, verriegelt und dann näht ihr hier alles runter mit einem Zentimeter Nahtzugabe bis hier und verriegelt wieder. Und dann als zweites könnt ihr auch noch dann, damit es hier ein bisschen versäubert ist, mit einem Zickzackstich die Naht hier nochmal abnähen, damit, wenn wir nachher die Tasche haben, also man wird nicht bis ganz runter sehen, aber trotzdem finde ich es immer gut, wenn man das dann ein bisschen versäubert und dann kann ich das noch besser mit dem Filz befestigen. Das heißt zuerst bei 1 cm eine Naht und dann mit einem Zickzackstich versäubert ihr hier diese Kante noch. Und das macht ihr eben mit jedem einzelnen von diesen Streifen, so dass die gucken dann alle quasi nach unten, so auf der Höhe. Und wenn wir das dann am Schluss hochklappen, seht ihr, dass ich hier oben dann trotzdem noch Platz habe für meinen Schriftzug. Und genau das mal jetzt noch. Feel the wind and watch the river run, and the sun would always shine when we sat there, you and I. The river's gonna cry when you're gone, 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 gone. The river's gonna cry when you're gone, 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 gone. The river's gonna cry when you're gone, 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 gone. The river's gonna cry when you're. River's gonna cry when you're. River's gonna cry when you're gone. It's gonna cry, it's gonna cry. You want to leave this place where we grew up, this old town, just leave it all behind. The river's gonna cry when you're gone. So, und wenn ihr das gemacht habt, dann seht ihr eigentlich schon das Grundprinzip von dem ganzen Ding. Nämlich, dass wir hier jetzt dann schon fast unsere Taschen haben. Und ich habe einfach bei der Zickzacklinie oder beim Zickzackstich geguckt, dass ich einfach mit dem äußeren Stich immer am äußeren Ende der Kante bin. Und ja, so hat das wunderbar funktioniert. Und jetzt gehen wir ran und bilden unsere Taschen noch. Und zwar, muss ich gucken, wie ich euch das am besten zeige, bei welcher Reihe. Nehmen wir die unterste. Das hängt ja jetzt hier unten an dieser Naht. Das heißt, ich ziehe das hier so ein bisschen rauf. Nicht zu straff, aber schon so, dass das innen drin flach liegt. Und dann kann ich hier oben in die Mitte von den Taschen, kann ich da eine Nadel in den Filz reinmachen. Ich habe kurz die oberen Taschen schon festgenäht, damit ich euch das ein bisschen besser erklären kann. Weil wir haben ja die ganzen
Taschen hier mit den Nadeln festgemacht. Na, hier ein bisschen näher. Wir haben die hier festgemacht. Und was ich dann gemacht habe, ich habe das so auseinandergezogen, bin mit dem Nähfüßchen hier rein und dann habe ich die Nadel rausgenommen und bin ein Stückchen zurück. Also ich habe das Nähfüßchen so ausgerichtet, dass ich quasi da, wo die Nadel liegt, das auch auf der Höhe liegt, wo ich die Nadel hatte, wo ich das Ganze festgesteckt habe. Ne? Und dann bin ich zurück, habe hier verriegelt und bin runter und nur so weit runter, bis der hier Falten geschlagen hat. Also ihr seht, ich habe bis hier genäht nur. Aber wir machen ja eh größere Sachen rein, also das fällt hier unten auch nicht raus. Und dann liegt das hier auch schön. Ne? Und auf den Seiten, das war zugegebenermaßen ein bisschen tricky, weil einerseits überhaupt jetzt hier auch bei diesen Taschen annähen, der Filz, der rutscht ja nicht wirklich gut auf den Transportzähnchen. Von dem her ist es ein bisschen schwierig, man kriegt es hin, aber hier auf der Seite war es ein bisschen schwierig und ich weiß nicht, wenn ihr eine bessere Lösung habt als das, wie ich das gemacht habe, dann macht das. Ich dachte mir, vielleicht wäre es besser gewesen, als ich das hier unten festgenäht habe, dass ich das anstatt ein Set zu machen, hier das Ganze einfach nur reingeklappt hätte. Weil jetzt hatte ich immer so das Problem, dass ein bisschen davon rausgeguckt. Das mag ich persönlich nicht so sehr. Aber nun ja, also vielleicht überlegt ihr euch, wenn ihr die Taschen hier unten festnäht, dass ihr das einfach nur einmal einklappt. Ne? Und dann habe ich einfach geguckt, dass ich hier oben auf derselben Höhe liege wie das vorherige. Hier ein bisschen Abstand zum Rand, weil dann wird das quasi wieder schön verdeckt, wenn die Tasche dann genäht ist. Und dann habe ich hier einfach runtergenäht, so weit wie ich konnte. Und am Schluss habt ihr ja so einen kleinen Knubbel. Da könnt ihr natürlich nicht drüber nähen. Das heißt, ich habe hier bis circa auf die Stelle genäht. Und das habe ich eben auf der Seite und auf der Seite gemacht. Ne? Und ich würde sagen, jetzt nähe ich einfach noch hier die unterste Reihe. Und dann können wir eigentlich auch schon an den Schrittzugogen gehen und an die Ösen und die Ziffern, ne? Das haben wir noch. Aber eben zuerst jetzt noch diese Reihe nähen. It's a hard thing to know that your soul will stay hollow. Even if I know that nothing lasts forever, it's not easy to let go. Can you love me again? Can things ever be the same? The things I wanna say, and maybe he'll listen someday. I know it is not enough to say I'm sorry. Didn't beg him to stay, so there he goes.
So, ich habe den Spruch noch kurz geschnitten, damit ich den auch aufbringen kann. Und für die, die sich fragen, das ist der Schriftzug Gingerbread. Den habe ich aus dem Silhouette Store und das als Schrift heruntergeladen. Kann ich hier gucken, wo ich das gerne haben möchte. Ich würde sagen, das passt für mich. Und Backtrennpapier. Ich mache bei Filz immer ein Backtrennpapier drauf, einfach um den Filz so ein bisschen zu schützen. Und jetzt presse ich das 155 Grad, 30 Sekunden. Und da das Design größer ist als mein Easy Press, pressen wir einfach zweimal. Die ist ein warm oder kalt abziehen. Ich habe allerdings das Gefühl, das funktioniert bei der besser, wenn ich die warm abziehe. Können wir mal gucken. Hier drüben ist noch nicht ganz gut, da muss ich nochmal drüber. Und schon haben wir den Schriftzug drauf. Und zu guter Letzt haben wir noch Ösen. Und ich merke gerade, dass ich neue kaufen muss. Jetzt darf einfach nichts schief gehen, weil sonst habe ich ein Problem. Da brauchen wir zuerst den runden Kopf und hier das Metallteil, um das Loch zu machen. Das wäre anzeichnen nicht schlecht, ne? Und dann kann ich hier das Loch reinmachen. Dann brauchen wir, also der bleibt dran, ne? Der runter. Hier kommt das Plastikteil. Und dann kommt der von unten hier hoch. Und der Ring, der hat so eine kleine Ausbuchtung auf einer Seite. Oben ist einfach gewölbt, aber auf einer Seite hat er eine Ausbuchtung. So legt ihr den drauf. Und dann kommt das Plastikteil kommt unten, wo das Teller ist, wo der Kanal hochkam, ne? Das. Eines, schon mal gut gegangen. Und dann noch das zweite hier drüben. Ihr könnt es natürlich auch anders festmachen, ne? Aber was ich halt gerne machen wollte, war, dass ich den quasi mit zwei Nägeln an einer Wand befestigen kann. So, dann haben wir hier oben wunderbar die Ösen drin, um den zu befestigen. Und für die Ziffern habe ich hier ganz einfach die Ziffern auf ein A4-Blatt ausgedruckt. Und dann kann ich ganz einfach mit einer Handstanze die ausstanzen. Und ich habe einfach geguckt, dass ich so die drei Farben, die hier drin am prägnantesten sind, dass ich die verwende. Na, dieses Mintgrün, das Petrol, na, hier vom Baum zum Beispiel, und das Braun. Und für mich, also was ich machen werde, ist, dass ich die Ziffern an die Pakete dran machen werde, die ich hier reinschiebe und die so verteile. Ihr könnt natürlich auch hier eine Klammer nehmen und das direkt an die Tasche dran machen, wie auch immer ihr das gerne hättet. Ich finde es eigentlich cooler, wenn es am Paket dran ist und es dann hier so ein bisschen rausguckt, weil
Die Pakete sind ja in der Regel größer als die Tasche und dann kann man das so machen, dass die eben dann rausgucken. Ne? Das ist meine Idee. Natürlich kriegt ihr heute nicht einen gepackten Adventskalender, sondern das ist einfach die Basis dafür, dass ihr dann den mit euren Geschenken befüllen könnt. Ich kann euch das Ganze nicht in einem Schub zeigen, weil er einfach zu groß ist oder vielleicht so. Da müsst ihr einfach den Kopf ein bisschen wenden. Ne? Ja, hier oben mit dem Ösen, Schriftzug des Filz ist wirklich auch schön stabil, dass man den irgendwo an einer Wand oder an einer Tür hängen kann. Ihr könnt es mit einer Schnur machen, wie auch immer das für euch am besten geht. Durch die Ösen ist es einfach so, dass das Filz so ein bisschen robuster ist, wenn dann auch ein Gewicht dran hängt. Und ja, Ziffern eben macht ihr so, wie ihr das gerne haben möchtet. Und ich finde das Coole an dem halt einfach, weil der Stoff sublimiert ist, dass dieses Design niemand anders hat, sondern nur die Person, die das von mir geschenkt bekommt. Und ja, ich hoffe, das war hilfreich für euch. Ich hoffe vor allem auch, dass euch das Video gefallen hat. Und sorry nochmal, dass das am Sonntag noch nicht bereit war. Das hat jetzt echt länger gedauert, als ich gedacht hätte. Aber naja, ist ja noch ein bisschen hin bis zum 1. Dezember. Von dem her habt ihr Zeit, sowas noch zu machen. Und eben der Tipp hier von der Seite, dass ihr das vielleicht besser einmal umlegt, als dieses Set zu machen. Ja, und das war's dann auch schon für heute. Wie gesagt, ich hoffe, euch hat die Idee gefallen und dass ich euch in einem meiner nächsten Videos wiedersehe. Bis bald! There we go.